Hallo zusammen und wieder mal geht es auf Reisen. Diesmal ganz spontan und kurz nach Nagoya mit dem Auto. Ich habe mich so gefreut, dass sich diese Gelegenheit angeboten hat, denn bisher war ich nur einmal in dieser Stadt. Und das war 2014 mit einer Mädelsgruppe für eine Nacht und ich habe damals nicht sonderlich viel gesehen, außer das Schloss von außen und das Oasis 21. Das Video ist sogar noch auf meinem Kanal, ist aber echt uralt. Die Reise ist für mich diesmal etwas Besonderes gewesen, da ich mit Shiori auf mich allein gestellt war. Mein Mann musste leider arbeiten. Ich hatte mir ca. 3-4 Ziele für den Aufenthalt rausgepickt, die ich unbedingt besuchen wollte. Ob ich es zu allen geschafft habe, werdet ihr in diesem Video erfahren. Jetzt aber genug geredet. Los geht's! Puh, angekommen, so eine lange Fahrt. Unser Hotel lag direkt bei der Mikawa Anjo Station, ziemlich weit außerhalb. An der Station hält übrigens neben der herkömmlichen Bahn, der Tokaido Line, nur der Kodama Shinkansen, der langsamste der Schnellzüge. Los geht's zum ersten Spot. Wer mich kennt, weiß ganz genau, dass ich ein großer Fan der Sengoku-Ära bin und keine Gelegenheit auslasse, ein historisches Schloss zu besuchen. Also ab zum Nagoya-jo. Diesmal kam ich zumindest durch das Tor. Am Anfang wurden Temperatur gemessen und Hände desinfiziert. Als ich eintrat, sagte ich laut Kaimon, was das Öffnen eines Tores bedeutet. Und die Angestellten mussten lachen. Leider war das Schloss aufgrund der aktuellen Situation geschlossen, aber zumindest war das Honmaru Goten zugänglich. Ich hatte sogar echt Glück, denn das Pärchen hinter mir kam nicht mehr in das Gebäude rein, da immer nur 10 Leute auf einmal zugelassen waren. Es war generell sehr leer und der Staff schien sehr froh darüber zu sein, dass es zumindest ein paar Besucher gab. Das Gebäude ist voller eindrucksvoller Malereien und Schnitzereien, einfach wunderschön. Danach ging es wieder ab ins Hotel, nachdem ich eigentlich ein, Ninja-Eis essen wollte, aber das gab es leider nicht mehr.
Okay, erster Spot war geschafft, auf zum zweiten. Dieser lag etwas außerhalb der Stadt. Zuerst fuhr ich zur Nagoya Station, weil ich einen gewissen Spot besuchen wollte. Ich bin mir sehr sicher, der Großteil von euch hat Kimi no Na wa geschaut. In einer Szene läuft Taki nämlich zu den Shinkansen-Gleisen an der Nagoya Station, um Mitsuha in Itomori zu treffen. Ich bin das ganze Gleis entlang gegangen, um die Treppe zu finden. Komischerweise hat der Ort mit der Rolltreppe am besten gepasst vom Winkel her. Ob sie die neu eingebaut haben? Jedenfalls ging es dann weiter mit der Metetsu Line. Ja, mein Mann hatte mich vorab schon gewarnt gehabt, dass sie es wirklich in sich hat. Und ich hatte vorsichtshalber auch vorher eine Bahnangestellte gefragt und bin dennoch erstmal in den falschen Zug eingestiegen. Die Metetsu Line hat nämlich mehrere Abzweigungen nach außen hin. Sehr, sehr tricky. Hier seht ihr es zum Beispiel. Eine Linie, aber 2 verschiedene Züge. Total verwirrend auf den ersten Blick. Aber letzten Endes bin ich dann doch noch endlich da angekommen, wo ich hin wollte. Tsushima. Nein, nicht das aus dem Game. Denn hier befindet sich ein paar Minuten zu Fuß von der Station entfernt der Gosan Kannon-ji. Auf den ersten Blick ein Tempel, der etwas unscheinbar aussieht. Aber wenn ihr eintretet, seht ihr, warum dieser Ort so speziell ist. Hier bekommt ihr nämlich ganz besondere Goshuin. Wenn sie direkt per Hand gemalt werden, kann so ein Eintrag 1 Stunde dauern und manchmal muss man ihn sogar vorab reservieren. Es gibt sogar ein Siegel, das über mehrere Seiten geht. Auf der einen Seite Futumio und auf der anderen Kanon. Sehr eindrucksvoll. Ich habe erstmal niemanden gesehen und dachte erst, es wäre keiner da. Aber dann entdeckte ich doch eine alte Frau, die mir die Goshuin in gedruckter Version anbot und mir sogar eine Flasche Mugicha schenkte, weil es an dem Tag wirklich heiß war. Ich habe natürlich alle gekauft. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder herkomme. Tsushima hat noch mehr besondere Goshuin zu bieten, aber die hole ich mir dann das nächste Mal. So, zweiter Spot abgehakt. Ab zurück in die Stadt. Beziehungsweise konnte ich sogar mit der Metetsu Line durchfahren. Bis zum Jingu-Mai. Hier befindet sich der Atsuta Jingu. Dieser ist einer der größten Schreinanlagen in ganz Japan und betet die Sonnengöttin Amaterasu an. Ach, Okami-Feelings. Außerdem bewahrt dieser Schrein einen der 3 heiligen Schätze, Kusanagi no Tsurugi. Die anderen Schätze wären Yata no Kagami, der im Ise-Schrein in Mie aufbewahrt wird, und die Magatama im Kaiserpalast. Nun fragt ihr euch vielleicht, weshalb die Schätze nicht alle zusammengelagert werden. Man geht davon aus, dass es die bessere Entscheidung so sei, denn im Falle einer Naturkatastrophe würde dann nur ein Schatz verloren gehen und die anderen wären sichergestellt. Nachdem ich mir den Goshuin dort geholt hatte, habe ich eine kleine Pause in einem Teehaus eingelegt. Es war wirklich wahnsinnig heiß an dem Tag. Danach ging es schnurstracks zum dritten Spot, den ich unbedingt besuchen wollte, das Oasis 21. Genau das hatte ich 2014 besucht. Ich war damals allerdings etwas kränklich und hatte nicht so viel davon gesehen. Es kam mir damals lustigerweise auch etwas größer vor. Naja, das Schöne an der Mall ist, dass sie ein durchsichtiges Wasserdach hat. Das ist wirklich schön gemacht.
ging es dann noch ins Onsen. Und dann war es Zeit zu schlafen und Kraft zu tanken für den letzten Tag. Und vor allem den letzten Spot auf meiner Liste. Es ging weit raus aufs Land, gefühlt bis ans Ende der Welt. 1,5 Stunden in einem leeren Zug zur Station Nishikosakai. Wow, richtig am Arsch der Welt. Nicht einmal Bahnangestellte gab es, geschweige denn einen Aufzug oder gar einen Konbini im oder vor dem Bahnhof. Richtig Inaka, wie der Japaner sagen würde. Von der Station aus ging es ungefähr 17 bis 20 Minuten zu Fuß zu einem Tempel. Einem sehr kleinen und wirklich unscheinbaren Tempel. Soll das wirklich hier sein? Eine liebe alte Dame am Friedhof sagte zu mir, dass es die Goshuin ab 10 Uhr gebe. Gut, ich habe etwas gewartet und habe einen anderen Interessenten sogar gesehen, der genau das Gleiche wollte. Hier im Josenji-Tempel gibt es nämlich ganz besondere und besonders beliebte Moe-Goshuin. Auf den Siegeln werden die Gottheiten ein wenig anders dargestellt und ganz ehrlich, ich kam mir vor wie an einem Zeichnerstand auf einer Convention. Das Mönchsehepaar war so lieb und sie waren besonders von Shiori angetan. Ich habe mir ein Goshuin-Sho mitgenommen, ein großes, damit ich die großen Siegel nicht mehr knicken brauche. Und 3 Goshuin dazu, Kanon, Bato-Kanon und Amabie. Zusätzlich haben sie mir noch ein Amabie-Set dazu gegeben als Extra. Ich hätte mich so gerne noch länger mit den beiden unterhalten, aber der nächste Kunde wartete schon hinter mir. Die beiden haben mir noch gesagt, dass ich gerne wiederkommen soll. Ich war nach einem Englischlehrer vor 3 Jahren wohl erst die zweite Ausländerin, die ihren Weg zu diesem Tempel gefunden hat, geschweige denn Goshuin sammelt. So, alle Spots geschafft, die ich mir vorgenommen hatte. Ich war so stolz und froh darüber. Es lief alles so wahnsinnig gut mit Shiori. Und das trotz der Hitze. Ich habe so viel aufgepasst und immer lieber mal öfter eine Pause im Schatten oder in einem klimatisierten Laden eingelegt. Es hat mir am meisten Spaß gemacht, mich mit den Leuten dort zu unterhalten. Ich meine, ich bin entzückte Omas in Tokio ja gewohnt, aber in Nagoya war das eine ganz andere Nummer. Alte und junge Damen, junge Herren und sogar erst streng dreinschauende Salaryman zauberte Shiori ein Lächeln ins Gesicht und sie winkten ihr zu, als sie aus dem Zug stiegen. Ein toller Zeitvertreib für die langen Zugfahrten. Es hat mir sehr gut gefallen und ich war froh, dass ich die Gelegenheit nutzen konnte, mal wieder nach Nagoya zu kommen. An sich bietet die Stadt nicht so viel für Tourismus und ist unter den Japanern auch eher als Arbeitsstadt bekannt. Aber wer sich für Kultur wie Schlösser und Tempel und Schreine begeistern kann, wird hier sehr schnell fündig werden mit tollen Orten. Und ganz besonders, was spezielle Goshuin angeht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!